Hey, jetzt zu einer weiteren Folge von Thimbleweed Park. Ja, wir sind wieder hier und... Oh. My Commodore 64 is now supercharged with Graphics Basic. Tja, und jetzt sollten wir das eigentlich irgendwie rausfinden. It's working. Whoever created Graphics Basic has a brilliant career ahead of them. Kurz für Dekodierung später. Okay. Ich, Charles Edmund, erkläre bei klarem Verstand und gesundem Körper meinen letzten Willen und Testament, alle vorherigen ersetzend. Ich erkläre, dass ich diesen letzten Willen aus eigener Kraft formuliere, ohne von anderen Menschen mit oder unter Druck gesetzt worden zu sein. Ich bin frei. Ich erkläre, dass ich keinerlei Kinder habe, weder selbst gezeugt noch adoptiert. Ich habe einen Bruder Franklin mit 2 Töchtern, Lenore und Dolores. Ich erkläre hiermit Brent Aylwick als den Vollstrecker meines Testaments, okay. Des Testaments und weise an, dass er alleine den Willen des Testaments durchsetzen soll. Dieses Testament wird unter der Gerichtbarkeit von Thimbleweed County eröffnet und alle Forderungen und beziehen sich auf meine Gesetze, bla bla bla. I did it! It's totally decoded now. I'll give it back to Mr. Baluik. Oh, ich sollte das gar nicht vorlesen. Okay. Ja, dann lassen wir mal den letzten Willen verlesen. Waren wir hier drin? Ich glaube schon. Ah, wir werden noch immer beobachtet. Ist es die KI eigentlich? Warum liegt sie hier? Hä? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, denn ich glaube, letztes Mal war ich woanders mit ihr. War ich definitiv woanders. Schnell in den Keller. Können wir hier was verhindern? Nein. Weg. Hier ist sowieso nix. Mysteriös. Egal. Gehen wir rein und verlesen unseren mit ihm. Ne? Ah. I did it! It's totally decoded now. Ist es der Mann? I'll give it... Dolores, if you have anything to say, you say it to me. Peter is embarrassed to talk to a... you know what. I'm already holding it. Dann gib das doch dem Brent hier. Here's the decoded will, Mr. Baluik. Let me see. You've done it, Dolores. 2 of Chuck's 3 stipulations are now fulfilled. The final one is to read the will in your Uncle Chuck's opulent tomb. I'll meet you there. Well, my family will wait right here until you've opened the tomb, Dolores. Hurry along. We don't have all evening. Poor Chucky needs his sleep. Ja, das schon. Keine Ahnung, was jetzt zu tun ist. Also vielleicht dorthin zu gehen. Tja. Das ist so eine Sache, die ich gerade überhaupt nicht einschätzen kann. Wohin mit mir? Friedhof, wo war denn der Friedhof? Hier war der Friedhof.
Einmal ganz quer über die Stadt. The heavy wrought iron gate to Uncle Chuck's tomb is closed, but I see a switch inside. I don't want to waste it on that. Gelangen in Chucks Gruft. Komm in die Kissenfabrik. Besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik. Finde raus, was mit Dad passiert ist. Ja, das sind alles noch so Sachen. War ich eigentlich schon mal... Ja, shut the fuck up. Ich sollte mal irgendwie Hilfe brauchen. The future is never written. Wie weit geht's hier eigentlich hoch? Ich war ja noch nie ganz oben, oder? War ich ja schon ganz oben mal? Ich weiß es nicht. Oh Gott, geht das hoch? Das hat hier keinen Sinn zu haben. So yes, we can by Barack Obama. Nice. Tja. Ich wüsste nicht, was ich hier mache. Wait until I'm off of the ladder. Das ist die Frage. Wie komme ich denn rein? Irgendwas. Nope. Creepy. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore, Dolores. The bubblefish has a banana. I guess you heard about my uncle? Ah, yes, dear. And I'm sorry for your loss. Are you, though? If you are sad, then I am sad for you, Dolores. Although I can't pretend that the idea of Chuck roasting in the fires of hell doesn't provide me with some amusement. That's like way harsh, Marina. But to be perfectly honest, I don't really know how to feel right now. People really loved my uncle, didn't they? It was a mixed bag, my dear. Most of the town adored Chuck, but there were many of us who despised the man and sensed the darkness within. Goodbye, Madame Marina. Come back anytime, Dolores. Nochmal, ich habe nämlich jetzt gerade was Interessantes gelesen, nebenher. Weil ich es oft stecke, habe ich das offen auch. Und ich im Moment Spiel nicht weiter wusste, muss ich mir manchmal ein bisschen aushelfen. Ich sollte eine Blume mitnehmen. Flowers left over flowers, left over flowers, left over flowers, left over flowers, left over from a funeral. Aber wer hat die Blume? Keiner. Flowers left over from a funeral. Flowers always die. I'd rather leave these to rest in peace. Flowers always die. And flowers always die. Flowers always die. Flowers always die. I'd rather leave these to rest in peace.
It's an elevator. The elevator isn't on this floor. Dann... Zup. It's an elevator. Oh Gott, nee, was denn ist das? Oh, ein Stück. It's a speck of dust. Aber das kann ich nicht nehmen, ne? Wait. Das ist gar nicht mehr hier. I can't believe I finally made it to the penthouse. Who's that now? What are you doing here? You know, just looking about. I suppose I'll allow that as long as you don't annoy me. Okay. Das heißt, wir können jetzt ins Hotel und ganz nach oben. Nehme ich mal an. Nehme ich mal an. Nehme ich mal an. Dass wir das können. Nein. The doors are closed. So, dann können wir jetzt auch hoch. Quasi. Okay. Das ist schon mal gut. Gut. Dann haben wir wieder was rausgefunden. Finde ich gut. Who's that now? This is unbelievable. An alive human in my penthouse. Clara's in so much trouble next time I see her. Okay, nehmen wir mal. War nicht, The doors are closed. war nicht hier noch irgendwie... Genau, ein Stabkorn. Gut. Mal gucken, was wir hier mit ihm machen können. Schaue aus. Great view. I can see everything from here. Better than the view from the balcony. Oh Gott. Was ist der... Was ist denn hier der Fall? Oh Gott. Hier. Stopp. Geheimer Lichtschalter. Oh, ja, natürlich. Warum nicht? So ein bisschen ein okkulter Schrein hier. Okay, vielleicht können wir hier was machen. Chucks Griff zum Abschluss. Flüchten des Jenseits. Oh. Looks like Chuck got a tomb to fit his ego. It's a big electrical knife switch, straight out of Frankenstein. Oh! Teil 5, die Lesung. Now, all three of Chuck Edmonds' stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmond, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah, 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 legalese here. Ah, yes. It is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Sag wahrscheinlich. Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You've gotta be kidding. What? Oh my. Ooh, Doug Lake's farms. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. In the meantime, Safely First Savings now has possession of the pillow factory and its key. Oh, and this last part in tiny print.
Dolores gets a Pillotron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillotronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug. And your t-shirt, Dolores. Enjoy. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Huh. Okay. Das war dann doch... Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Okay. Flüchte das Jenseits. Ja, wie wir das machen, weiß ich auch noch nicht. It's a... Wait. Wir könnten hier fliehen. Some weird power is keeping me close to the portal to the hotel. I can't... A weird portal to the hotel. Okay. It's an open... Hey, new ghost, I told you not to bug me. Is there any way I can speak to my daughter again? Not a chance, new ghost. Only the crystal behind me will grant you the ability, and you'll never get it. Can I please have the crystal so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. But hypothetically, if you were to get it, and only hypothetically, because you will never get it. Yes, you know, only hypothetically. Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room, and you'd be able to talk with the living. That's it. Okay. Sorry, you know, to bother you, Xavier. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Kann ich... Hä? Jetzt steht sie einfach wieder da. Ich verstehe nicht ganz. Ricky's Tubular Tubes. Will ich jetzt mal schauen, hätte ich gesagt, ne? Verstehe ich nicht, was mit ihr los ist. Hey there! Let's go over to the counter where we can talk. Well, hi. Welcome to Ricky's Tubular Tubes. Oh, I thought you feds had left town already. What with that murder being solved and everything? We still have a few loose ends to tie up. Well, good luck with that. What can I do for you, hun? Do you have any vacuum tube jokes? No, I don't know any vacuum tube jokes. But I do know some bakery humor from my cake shop days. Want to hear one? Ja. Why did the baker ask for an advance on his paycheck? Because he needed the dough. I love a good bakery joke. This town is stupid. Goodbye. Don't be a stranger, hun. Okay, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Ich weiß nicht, was ich gerade machen wollte. Ach ja, stimmt. Staubkorn mitnehmen. Ja. I see the cemetery. Keine Ahnung. So, sagen wir 7 mehr Stammkörner. Komm in die Kissenfabrik rein, besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik für das, was mit Dad passiert ist.
Ich glaube, das kann ich jetzt tatsächlich machen, wie ich das herausfinde, wenn ich dann zum Hotel gehe. Ja gut, also ich wollte ja sagen, meine Güte, danke fürs Zusehen, wir sehen uns das nächste Mal wieder ein bisschen hin. Spielt schon brav weiter.